Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um Betätigungen, die wir gemeinsam mit unserer geliebten Samtpfote unter freiem Himmel ausüben können. Neben den gemeinsamen Beschäftigungen weisen wir auch auf lauernde Gefahren hin. Und zum Schluss gibt es wieder ein Rätsel für euch. Katzen sind das beliebteste Haustier in Deutschland. Und die meisten Katzenhalter wissen, dass eine ausgelastete Katze, die keine Langeweile hat, ein glückliches Katzenleben führt. Der Freigang ist eine recht einfache Möglichkeit, dem zu entsprechen. Er ermöglicht unserem pelzigen Liebling die Interaktion mit Artgenossen und vermeidet Langeweile. Doch die meisten Freigänger finden sich nur zu den Mahlzeiten bei ihren Haltern ein. Wie kann man die gemeinsame Zeit mit seinen vierbeinigen Gefährten ausdehnen? Und welche Möglichkeiten habe ich, mit einer Wohnungskatze Zeit im Freien zu verbringen? Wenn wir als Mensch den Kopf frei bekommen möchten, gehen wir einfach mal spazieren. Warum sollten wir das nicht zusammen mit unserem pelzigen Liebling tun? Freigänger begleiten ihre Menschen oft freiwillig bis an die Reviergrenze heran und genießen die gemeinsame Zeit. Bei einer reinen Wohnungskatze ist dies schon schwieriger. Aufgrund der mangelnden Erfahrung kann vieles eine Wohnungskatze in Panik versetzen. Freilaufende Hunde, Autos und vieles mehr sind tödliche Risiken. Mit einem entsprechenden Geschirr kann man die Plüschrakete aber in der Nähe halten und für mehr Sicherheit sorgen. Bitte verwendet kein Halsband aufgrund der Strangulationsgefahr. Und denkt daran, der Weg ist das Ziel. Lasst eure Samtpfote die Richtung vorgeben. So genießt sie den Ausflug mit ihrem Menschen noch viel mehr. Wer seine Katze an Geschirr, Katzenkorb und Autofahrten gewöhnt hat, kann natürlich auch in den gemeinsamen Urlaub starten. Das Hotelzimmer bzw. die Ferienwohnung bieten ein neues Revier, das es zu erkunden gilt. Gemeinsam kann auch die Umgebung unsicher gemacht werden. Lasst Katzi aber bitte nicht allein freilaufen. Um die Unterkunft als Zuhause anzusehen, müssten erst Wochen vergehen. Der Fellball findet dorthin nicht zurück und begibt sich womöglich allein auf 4 Pfoten auf die beschwerliche Heimreise. Bitte achtet in diesem Zusammenhang immer auch auf die Quarantänebestimmungen des jeweiligen Landes und auf den aufgefrischten Impfschutz eures Lieblings. Wer einen Garten hat, kann sich glücklich schätzen. Es gibt fast nichts Schöneres in der heutigen hektischen Welt, als die Seele und die müden Knochen in der Hängematte im eigenen Garten einfach mal baumeln zu lassen. Hier können wir gleich eine ganze Reihe von Aktivitäten gemeinsam mit unserem flauschigen Liebling erleben. Allein schon bei der Gartenarbeit geben wir ein unterhaltsames Beobachtungsziel ab. Während wir uns mit der Gestaltung von Beeten und Büschen abmühen, beaufsichtigt unser Kleintiger die Arbeiten. Damit unser Schleichjäger auch immer etwas zum Gucken hat, können wir bereits beim Anlegen des Gartens beste Voraussetzungen dafür schaffen. Statt englischem Rasen sorgt beispielsweise eine Wildblumenwiese mit ihrer magischen Anziehungskraft für Insekten für beste Unterhaltung beim Vierbeiner. Nistkästen und Vogeltränken locken aber auch Vögel und damit noch spannendere Beobachtungsziele. Sorgt aber bitte mit Katzengürteln an den Bäumen dafür, dass die gefiederten Freunde nicht unnötig gefährdet werden. Eröffnet unserem geübten Kletterkünstler weitere Dimensionen durch Beobachtungsplätze und Catwalks. Seid kreativ! Beim Werkeln habt ihr bestimmt Gesellschaft, denn Katzi beurteilt mit geübtem Blick, ob ihr alles richtig macht. Und wenn ihr öfter etwas verändert oder ergänzt, bleibt der Garten immer interessant für die Fellnase. Wenn ihr eine Kräuterschnecke oder Spirale anlegt, dann tut ihr nicht nur etwas für abwechslungsreiche Gerichte, sondern auch für die Sinne eurer Schnuffelschnute. Neben den üblichen Verdächtigen wie Katzenminze, Baldrian und Katzengamander sorgen auch Thymian, Estragon und Eberraute für eine entzückte Katzennase. Damit die Geschäfte eurer Samtpfote nicht die eigenen Beete oder die Beziehung zum Nachbarn zerstören, solltet ihr auch dafür etwas vorhalten. Ein kleiner Sandkasten ist ideal dafür geeignet und schnell aufgebaut. Spielt doch draußen mit eurem Stubentiger mit natürlichen Dingen anstelle der Katzenangel oder den bunten Stoffmäusen. Wenn Kastanien, Eicheln oder Stöckchen ins hohe Gras geworfen werden, kann die Fellrakete meist nicht widerstehen und rast gleich hinterher. Mit etwas Übung und Geduld könnt ihr der Schnurrnase auch das Apportieren beibringen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr in dieses Spiel auch den Rückruf integrieren. Das ist ein bestimmtes Wort, welches ihr beispielsweise beim Spielen oder zu Fütterungszeiten ruft.
Damit lässt sich Katzi auch abrufen, wenn gerade keine Fütterungszeit ist. Das sorgt dann für noch mehr Sicherheit. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja das Zahnrad. Ihr habt es herausbekommen. Für euch war das kein Problem. Doch was sucht Maja dieses Mal? Ich stehe im Gras, an einem Ort. Erst gelb, dann weiß, dann fliege ich fort. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr eine Anregung oder einen Videowunsch habt, dann traut euch und schreibt uns. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt doch Maja einen Daumen hoch und teilt uns. Wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.